Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir starten ein neues Szenario von diesem Spiel. Der Titel dieses Szenario lautet New Canada. Ein unerklärliches Baumsterben hat in eurer neuen Heimat zur Vernichtung fast aller Wälder geführt. Um dem Namen eurer alten Heimat willen, forstet die Wälder auf, wo auch immer es euch gelingt. Beweist dem König, dass euer Reden, die ihr geschwungen habt, als euch das Land übergeben wurde, nicht nur leeres Geschwätz waren. Wenn ihr es schafft, dass in New Canada 100 Siedler wohnen, eure Geschäfte eine positive Bilanz von mindestens 20 Goldstücke aufweisen und ihr zudem noch 80 Tonnen Holz in den Lagern von New Canada euer eigen nennen könnt, dann habt ihr alle Spötter Lügen gestraft. Viel Glück, der König zählt auf euch. Klingt ja sehr interessant. Da wollen wir mal direkt schauen, was uns da erwartet. Wählt euer Banner. So, wir speichern mal direkt den Spielstand ab. Spielstand gespeichert. So, und dann schauen wir uns mal die Karte an. Sehr übersichtlich. Das ist unsere kleine Siedlung von New Canada. Ja, dann gucken wir mal weiter, was wir hier haben. Okay, hier ist überall kein Wald mehr. Das sind alles ganz kleine Inseln, Vulkane. Okay, das geht dann hier so rum. Oh nein, wir haben ein Piraten. Das ist doof. Hier gut, die kleinen Inseln sind hier vollkommen uninteressant. Der macht sich gerade schon auf den Weg zu uns. Dann Anker lichten. können wir das Werkzeug hier abladen? Nein, können wir nicht. Okay, oh, der wird uns das Werkzeug klauen. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Karte an. Können wir hier irgendwie weg? Naja, wir müssen mal hier rum, dass uns der Pirat nicht unbedingt jetzt erwischt. Anker lichten. Gehen wir einmal hier rum und dann werden wir mal die Inseln erkunden. So, und dann können wir doch hier wieder zurück. Nein, du sollst hier lang fahren. So, und dann gucken wir mal. Ja. Setzt neuen Kurs. Gut, dann hoffen wir, dass uns jetzt der Pirat jetzt nicht weiterverfolgt. Aber was tut er trotzdem? Ah, nee, doch nicht. Okay, dann können wir mal diese Insel erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. No, da ist nichts, auch kein Erzvorkommen. Nein, gar nichts. Diese Insel ist vollkommen uninteressant. Ja, dann machen wir uns mal hier auf den Weg. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ah, Es gibt Erz auf dieser Insel. hier gibt es Erz, aber die Fruchtbarkeiten sind alle nur 50%. Okay, ja, noch diese Insel Anker hier. lichten. Und dann sollte es eigentlich gut sein, ne? Die anderen sind einfach Die zu klein. Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Goldader schlummert im Berg. Ups, eine Goldader. Oh, da kommt schon der Pirat. Dann Setzt neuen Kurs. schnell hier hin. Okay, ja, Captain. na komm, machen wir mal hier die weiße Flagge. Ach, oh, fährt dran vorbei. Okay. Ja, also das ist doch eine interessante Insel, weil sie hat Erzvorkommen. Ja, Goldvorkommen ist für uns jetzt einfach vollkommen uninteressant. Weil wir haben nämlich keine freien Händler, glaube ich, hier. Ja, unser Werkzeug ist jetzt weg. Gut, ich würde diese Insel noch besiedeln. Da können wir entsprechend ja Werkzeug produzieren. Es ist die Frage, wie weit wir unsere Stadt überhaupt entwickeln müssen. Gucken wir uns die nochmal an. Wir haben hier eine Fischerhütte. Hier könnte man auch noch eine Fischerhütte bauen. Ja, Platz haben wir natürlich nicht sehr viel.
Auch unsere Heimatinsel hier hat nur 50%ige Fruchtbarkeit. Okay. Wir haben keine Händler und wenn wir tatsächlich Werkzeug produzieren müssen, dann sollten wir mit unserem Werkzeug sehr sparsam umgehen, damit wir Werkzeug produzieren können, weil ich nicht weiß, was wir alles noch hier bauen müssen. Ja, wir brauchen ja auch noch Stein und mal schauen, was wir alles bauen müssen. Okay, wir werden das Spiel neu starten. Wir werden dann direkt diese eine Insel besiedeln. Ja, und dann mal schauen, wie wir hier weiter vorankommen. Gut, dann starten wir mal das Spiel nochmal neu. So, da sind wir wieder. Das erste, was wir machen, wir nehmen ein bisschen Holz mit. So, und dann werden wir diese Insel jetzt hier erstmal besiedeln. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Erz. So, sehr gut. Ja, wir müssen hier definitiv Wolle und Stoff produzieren. Das ist jetzt die Insel, wo wir das machen. Ich habe ja hier noch ein bisschen was. Das kann alles rüber, aber ich glaube, kann ich eine Schaffarm von Bonn... Ah, nein, nein, nein. Ja, bauen kann ich die schon. Ja. Weil Wolle und Stoffe brauchen wir ja. 15, was brauche ich für die Webstube? Brauche ich noch 3. Okay, und wenn ich später hier noch die Erzmine baue, brauche ich 10. Das heißt 13, dann können hier die 2 Werkzeuge wieder rüber und dann kann das hier wieder zu unserer Hauptinsel, wo wir jetzt schon mal ein Forsthaus bauen. So, dann kannst du wieder hier rüber. In die Wanten! So, das kann hier rüber. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis wir Holz haben, damit wir die Webstube bauen können. Wir brauchen dafür 6 Holz. So, wir werden die Baumaterialien nicht zur Verfügung stellen. So, das Schiff wird sofort die weiße Flagge hier hissen. Setzt neuen Kurs! Ja, und wenn wir Werkzeug produzieren, brauchen wir 20 Wohnhäuser, die wir dann zu Siedlern entwickeln. Denn diese Kampagne hat eine Besonderheit. Wir brauchen 80 Tonnen in unserem Kontor. Normalerweise würde Kontor 2 bzw. die erste Ausbaustufe reichen, aber in dieser Mission brauchen wir die darauffolgende Ausbaustufe, also die Stufe, die bei den Bürgern freigeschaltet wird. Das muss man berücksichtigen, von daher müsst ihr mit den Werkzeugen unheimlich aufpassen. Wir haben keine freien Händler, die uns mit Werkzeugen versorgen und wir haben das Problem, dass unser Pirat uns hier alles klaut, was wertvoll ist, so auch Werkzeug. Wir müssen also jetzt hier erstmal unsere Siedler ausbilden
Und wir brauchen natürlich auch für die Werkzeugproduktion, das ist nämlich das Wichtigste, dann auch später natürlich den Steinbruch. Und das ist mit dem Werkzeug tatsächlich ganz ausgeklügelt. Das muss man wirklich ausrechnen, dass man nicht irgendwas baut, was man nicht braucht. Denn sobald ihr zu wenig Werkzeuge habt, um Erzschmelze und auch Werkzeugschmiede zu bauen, kommt ihr hier nicht weiter. Wir brauchen tatsächlich Bürger, um den entsprechenden Kontur freizuschalten. So, wir haben Holz. In die Wanten! Da können wir jetzt das so machen. Und dann machen wir uns hier auf den Weg. Da wartet nämlich schon die Schafsfarm darauf, die Wolle endlich loszuwerden. Ja, da sind wir schon. Wunderbar. So, dann können wir die Webstube endlich bauen. Wir können jetzt das Schiff tatsächlich auf die Handelsroute setzen. Hier in Bilach wird Stoff und auch später Erz eingeladen. Das kann dann hier zu unserer Hauptinsel New Canada. Die Kanonen würde ich jetzt rausnehmen, damit nicht direkt der Pirat angegriffen wird. Und dann kannst du los. So, wir brauchen 20 Wohnhäuser, aber wir haben im Moment kein Holz. Ne? So, der Wald wächst hier nach. So, dann können wir, glaube ich, die ersten Wohnhäuser wieder bauen. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, ab und zu immer mal hier auf den Fernmodus gehen und gucken, ob der Pirat sich irgendwo auf den Weg macht, damit wir hier unser Schiff schützen. So, weitere Wohngebäude. Oh, da ist er schon. So. Naja. Die Stoffe sind, glaube ich, perdu. Ja. Na gut. Überprüft eure Besser so, Handelsrouten. als wenn unser Schiff zerstört wird. Das wäre, glaube ich, so das Bescheuertste. Also da noch eine Werft brauchen. So, was haben wir denn jetzt überhaupt? Immer hier nach der Kirche gucken, was wir bauen können. Ja, hier kann noch ein... Ja. Na, dann muss ich die Straße irgendwie darauf führen, ne? Das sollte aber gehen. Ja, braucht es. Was haben wir denn jetzt? Überprüft eure Handelsrouten. 18 haben wir jetzt mittlerweile. Dann können wir hier noch einziehen wollen, ne? Oder? Nee. Das ist ganz schön eng hier.
Jetzt sollten wir aber auch den Steinbruch schon mal bauen. Überprüft eure Handelsrouten. Der kann hier hin. Und wir brauchen aber nur einen Steinmetz. So. Ein Wohnhaus brauche ich noch. Mit der Kirche. Wo passt denn jetzt noch? Hier unten passt noch was hin. Ne? Ja, dafür möchte ich aber Stein haben, damit ich hier diese Anlegestelle bauen kann. Nämlich so. Ja. Einen noch, das müsste dann reichen. Überprüft eure Handelsrouten. So, das reicht. Dann kann ich jetzt noch ein Wohnhaus hier hinsetzen. So. Jetzt müssten wir 20 Wohnhäuser haben. Ich zähle nochmal nach. Ah nein! So, wir haben jetzt hier unsere 20 Wohnhäuser. Baumaterial kann jetzt freigegeben werden. Überprüft So, du eure kannst schon Handelsrouten. mal das Baumaterial für die Erzmine mitnehmen. 10, ja. Euer ich Volk glaube, wünscht das ein war- Wirtshaus. Ja, ein Wirtshaus wollt ihr haben, ich weiß. So, dann hier hin. Ich hoffe, es kommt jetzt kein Pirat. Gut, ich glaube, das reicht für unsere Erzmine. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis sich hier die Wohngebäude alle weiterentwickelt haben. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja, das hört man ja gerne. Ja, haben wir schon 88, 89 Siedler, das läuft. So, gucken, ist der Pirat hier irgendwo? Nee, das sieht im Moment gut aus. Euer Volk braucht eine Schule. Oh, da ist der Pirat. Gucken wir mal. Kommen die zusammen hier irgendwie? Machen Stoffe? Nee, ich glaube, wir haben Glück. Ja. Na, doch nicht. Da kommt er. Überprüft eure Warten wir Handelsrouten. mal, bis er weg ist hier. So, ein Wohnhaus muss ich noch entwickeln. Ich hoffe, ja, hat noch entsprechend hier Zugang zur Kapelle. Auch die Steuern können wir ein bisschen erhöhen, aber tut sich, glaube ich, nicht sehr viel. Die Bilanz sieht sehr gut Überprüft aus. eure Handelsrouten. So. Alle Wohngebäude haben sich weiterentwickelt. Wir haben 125 Siedler, wunderbar. Das Baumaterial werden wir nicht zur Verfügung stellen mehr. Wir können jetzt hoffentlich die Erzmine hier bauen. Ich guck mal. Nein, uns fehlt Holz. Überprüft Mist. eure Halt, Handelsrouten. du kommst hier rüber. Du musst noch Holz mitnehmen. Na.
Stein. 5. Ja, das müsste reichen. Mhm. Dann können wir schon mal den Weg hier rüber bauen. So. Das Holz. Erzmine können wir bauen. Wunderbar. Es fehlt So. an Nahrung. Ah, Nahrung fehlt. Aber wir müssen jetzt erstmal... hier dich wieder auf die Handelsroute schicken. So, dann bauen wir jetzt erstmal Erzschmelze. Die passt hier hin und auch, Euer Volk hungert. ja, das hier. Und dann haben wir noch ein bisschen, um noch eine Fischerhütte zu bauen. Nein, haben wir nicht. Das ist doof. Wir müssen warten, bis wir das erste Erz hier drin haben und die ersten Euer Volk hungert. Werkzeuge. Moment. Euer Volk hungert. Ne, hier ist auch kein Werkzeug mehr. Ja, unser Volk muss jetzt leider hungern. Es tut mir jetzt sehr leid. Aber Euer Volk hungert. ich habe leider keine Euer Volk Werkzeuge hungert. mehr. Ich hoffe, das erste Erz kommt jetzt bald. Ja, während unser Volk hungert, haben wir jetzt endlich so viel Werkzeuge, dass wir eine weitere Fischerhütte bauen können. Ja, die baue ich wohin? Euer Reicht Volk das noch? hungert. Ja, ich weiß. Ja, wir können hier noch eine Fischerhütte bauen. So, ja, und da ist schon das erste Haus, ja, verlassen worden. Und unsere Bilanz ist sehr mies, aber wir müssen jetzt erstmal unsere Nahrungsmittelversorgung hier wieder aufbauen. Aber wir produzieren ja jetzt, Gott sei Dank, unser Werkzeug. Das ist ganz wichtig. Ja, und wir bauen auch noch eine zweite Fischerhütte, würde ich sagen. Sondern eine dritte. Euer Volk hungert. Ja, das ist echt doof. Das muss ich jetzt erstmal hier normalisieren. Wir brauchen noch weiter entsprechend Werkzeug. Ja, okay. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Okay, aber war jetzt auch nicht so schlimm. So, dann bauen wir noch eine Fischerhütte. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt gleich genug Lebensmittel haben, um hier entsprechend, ja, unsere Bevölkerung zu ernähren. So, mittlerweile hat sich die Nahrungsmittelversorgung verbessert, Gott sei Dank. Ja, dann können Sie jetzt diese Wohngebäude weiterentwickeln und erstmal hier unsere Bilanz wieder, ja, auf Vordermann bringen. So, wir brauchen aber ja noch Bürger, damit wir das Kontor 3 bauen können. Wie gesagt, dieses Kontor baue ich jetzt nicht. Es hätte normalerweise Fassungsvermögen von 80 Tonnen. In dem Fall nur 60 Tonnen. Wir brauchen tatsächlich Kontor 3. Dafür brauchen wir natürlich Bürger. 100 Bürger. Und die brauchen Alkohol und wir haben ja überall nur 50%. Wir bauen jetzt das Weingut hierhin. Es ist zwar wirtschaftlich total unrentabel, wie gesagt, nur 50% der Reben werden hier entsprechend kultiviert. Bauen wir jetzt trotzdem.
damit wir schon mal Alkohol haben. Das Baumaterial kann man natürlich jetzt freigeben. So, und dann seht ihr schon, wie die Hälfte der Weinreben hier verdorren. Ja, und unser Vulkan bricht aus. Vielleicht sollte ich noch schnell eine Feuerwehr bauen, stelle ich fest. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Glück gehabt, würde ich sagen. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Okay, Glück gehabt. Wir sollten nur nicht so oft das passieren lassen. Unser Schiff brauchen wir noch. So, die ersten Weinreben werden geerntet. Ein bisschen Alkohol können wir jetzt produzieren. So, dann wird auch der erste Alkohol ins Kontor gebracht. Sehr schön. Das heißt, wir können auch jetzt die Steuer mal erhöhen. Genau. Und dann haben wir auch wieder eine positive Bilanz. So, und ihr seht, das Lager ist voll und wir haben jetzt hier in dem Kontor nur eine Kapazität von 40. Kontor Nummer 2 hätte 60 und ja, Kontor Nummer 3 hat dann 80 Tonnen Fassungsvermögen. Okay, dann arbeiten wir jetzt mal daran. Es mangelt an Alkohol. Ja, das weiß ich. Gut, wir brauchen ja jetzt nur noch ein Gut unseren Bürgern bzw. unseren Siedlern zur Verfügung stellen. Das wird jetzt entsprechend, Moment, hier bitte hin. Oh, Stoffe haben wir mehr als genug, sehe ich gerade. Das werden Gewürze sein, die wir auch nur zu 50% entsprechend herstellen können. Aber Tabakwaren lohnt sich jetzt nicht, weil wir dafür noch die Tabakwarenfabrik brauchen. Okay, wir nehmen etwas an Werkzeug, etwas Holz und jede Menge Stein mit. Und werden jetzt hier auf der südlichen Insel, na, warum hat das nicht geklappt? Noch eine Gewürzplantage bauen. Oh. Freibeuter lauern euch auf. So, dann sind die Stoffe weg. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Ja, da müssen wir wirklich aufpassen. Das Schiff brauchen wir. So, dann können wir das ausladen. Und bauen eine Gewürzfarm hier auf. Oder Plantage. So. Es mangelt an Alkohol. So, wir nehmen alles mit. Wir brauchen hier keine Baustoffe mehr. So, das kann alles hier rein. Ja. Dann bauen wir mal ein paar Straßen hier. Was auch ein bisschen schneller vonstatten geht. So, dann müssen wir jetzt bitte noch ein bisschen entsprechend
ändern. So, hier werden noch Gewürze entsprechend mitgenommen. Ja, und hier brauchen wir Stoffe, Gewürze und Eisen. Nein, Erz brauchen wir. So, dann kannst du los. Dann müssen wir wirklich aufpassen, dass uns hier der Pirat nicht unser Schiff zerstört. So, hier werden auch schon die ersten Gewürze. Oh nein, wir haben hier einen Vulkan. Ich habe keine Baustoffe mehr. Das war doof. Mist. Wir brauchen noch mal etwas Baustoffe. Ne, wir haben Glück gehabt. Okay, gut. Warum hast du keine Gewürze mitgenommen? Es Warum noch mangelt keine an Gewürze Alkohol. dran? Mhm. Ah, da ist der Fehler. So. Jetzt stimmt es. So, wir sind in einer negativen Bilanz. Wir brauchen jetzt das Wirtshaus. Das kann hier hin. Ja. Dann bauen wir das so. Ach nee, brauchen wir gar nicht. Können wir so bauen. Und wir brauchen die Schule und da kommt der Pirat. Ja. Okay, Glück gehabt. So, und wir brauchen die Schule. Die bauen wir hier hin. Da können wir die Straße so bauen. Ja, das geht noch gerade. So, dann können die sich jetzt entwickeln. Sehr gut. Da haben wir Es schon die mangelt ersten an Bürger. Alkohol. Ja, wir brauchen 100. Euer Volk braucht einen Arzt. Ja, den werde ich jetzt nicht bauen. So, ja, 63 Bürger, 67, 68. Das funktioniert. Oh nein, schon wieder ein Vulkan. Oh, hier, okay. Da haben wir wieder unseren Piraten. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja, das hört man gerne. Ja, wir haben es bald geschafft. 95. 100 Bürger haben wir in unserer Stadt. Das reicht. Baustoffe werden nicht mehr zur Verfügung gestellt. Wir können unsere Werkzeugproduktion und auch die Erdschmelze schließen. Der Alkohol geht zur Neige. Auch unsere Erzmine wird geschlossen. So, und jetzt können wir endlich das Kontor 3 bauen. Ja, uns fehlt Stein. Okay. Es mangelt an Alkohol.
So, jetzt können wir es bauen. So, wir brauchen auch keinen Stein mehr. Können wir auch schließen. Dann haben wir eine positive Bilanz. Die brauchen wir ja auch. Und wir brauchen ja 100 Siedler. Die haben wir zwar jetzt nicht mehr, aber wir haben ja dafür Bürger, die auch dann als Siedler gelten. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch 80 Tonnen Holz. Könnte man jetzt, wenn man wollte, noch hier ein Forsthaus setzen. Aber ich glaube, ist jetzt unbedingt nicht so nötig, oder? Na komm, bauen wir es. Ja, mit diesem Stand müssen wir jetzt nur noch warten, bis wir 80 Tonnen Holz im Kontor haben und haben dann Der diese Alkohol geht zur Mission Neige. erfolgreich abgeschlossen. Was war jetzt? Es mangelt an Alkohol. Naja, gut. Ja, auf den Piraten müssen wir noch aufpassen. Ja. Na, wollte meine Gewürze doch hier nicht abgeben. Gut. So, jetzt machen wir aber die weiße Flagge mal. So, wir werden wieder angegriffen. Oh, schnell, weiße Flagge. So, wir haben 81. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Ja, so schnell haben wir unsere Mission dann doch abgeschlossen. Ja, ein nettes Szenario mit so einer kleinen Gemeinheit, mit diesem Kontor und dem doch sehr am Anfang ja, abgezählten Werkzeug. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und freue mich schon auf das nächste Szenario. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss. Euer Dominus.